Ich bin die Jennifer und ich bin aktuell der IT-Support bei dem IB in Dresden für den Bereich Sachsen-Ost. Oh Gott, wo fange ich da am besten an? Also studiert habe ich prinzipiell Medieninformatik. Ja, also im Grunde genommen Informatik, aber halt so ein bisschen Multi quasi, ein bisschen Video, ein bisschen Foto und sowas noch mit drin. Und jetzt gerade bin ich im Großen und Ganzen so der IT-Support für den IB Mitte. Das war eigentlich relativ lustig. Ich hatte schon als Kind gerne Videospiele gespielt und ich wusste nach dem Abitur nicht so wirklich, was ich machen sollte und hatte dann so einen Orientierungstag da mal wahrgenommen gehabt. Und einer der Professoren an der Hochschule, wo ich dann jetzt am Ende war, hatte erzählt gehabt, so ja, und ich spiele auch gerne Videospiele und guck mal hier, das mag ich total gerne. Und dann war ich eigentlich da überzeugt, so, oh mein Gott, der mag auch Videospiele, das muss was für mich sein. Naja, also grundsätzlich die Entscheidung für das Studium auch mit war, ich hatte schon vorher im Abitur so ein, kein Fachabi, aber es gibt ja welche mit so einer bestimmten Richtung. Und da hatte ich auch schon Informatiksysteme gewählt, weil ich einfach dachte, das klingt irgendwie relativ interessant. Dementsprechend war dann auch der Einstieg ins Studium gar nicht so schlimm, weil man vieles schon aus dem Abitur tatsächlich irgendwie gekannt hat so ein bisschen. Ähm, genau, aber dann der Wechsel jetzt so von diesem ganzen Medienbereich zu ja, diesem ganzen Supportbereich war im Endeffekt so, dass ich während meines Studiums, ich habe dual studiert, in meinem Unternehmen damals schon, wie nennt man das, den Administrator halt so ein bisschen mit dem gequatscht habe und sowas und halt auch manchmal bei der Arbeit so beobachtet habe. Und ich fand schon damals, dass das eigentlich auch total interessant aussieht. Ich hatte damals halt und fand, dass diese ganze Administrationsarbeit irgendwie doch ein Ticken interessanter noch mal aussieht als dieses ganze Entwickeln einfach nur. Also im Grunde genommen ein Studium, aber man verbringt quasi die Hälfte der Zeit mit Arbeiten. Also es gibt ja beim normalen Studium, dass man studiert und dann hat man so einen Werkstudentenjob und das ist halt dann irgendwie so ein Nebenher-Ding. Bei dem dualen Studium ist diese Arbeit tatsächlich mit integriert. Also es sind feste Phasen immer, wo man studiert und feste Phasen, wo man in einem Praxisunternehmen arbeitet. Das hängt dann je nachdem, wo man studiert, auch davon ab, wie lange man arbeitet. Es gibt Schulen, da ist das dann, dass du 3 Tage die Woche im Studium bist, 2 Tage die Woche arbeiten. Bei mir war es so, etwa 3 Monate Studium, 3 Monate Arbeit immer und ja, im Grunde genommen einfach, dass die Arbeit so ein bisschen integriert ist mit. Ja, also wie bereits erwähnt, dieser Administrator bei dem vorhergehenden Unternehmen, weiß ich jetzt nicht, ob es direkt ein Vorbild war, aber ich fand ihn schon cool und würde auch halt gern irgendwann mal so viel wissen quasi wie er und so fähig sein. Also dahingehend schon so ein bisschen. Ansonsten bin ich nicht so der Typ für Vorbilder, um ehrlich zu sein. Aber weil das Thema jetzt hier so ein bisschen, ja, Frauen im STEM-Bereich auch ist, würde ich, glaube ich, da am ehesten meine Kommilitonen mit reinnehmen, weil ich habe einfach das Gefühl, dass die so unglaublich fähig schon sind für ihr Alter und so professionell, dass ich halt eines Tages, ich würde auch schon gern so werden wie die irgendwie. Auch wenn die jetzt etwa meine Altersgruppe sind und das ein bisschen komisch ist, die als Vorbilder zu haben, aber ja, das ist wahrscheinlich am ehesten. Also bei Medieninformatik war es ziemlich ausgeglichen, würde ich behaupten. Also jetzt kein reines, also perfektes 50-50, aber schon, ja, gut aufgeteilt. Es gab ja auch noch bei uns an der Hochschule einen Teil reine Informatik. Die waren dann doch deutlich größerer Männeranteil quasi. Aber ja, bei uns war es ein bisschen ausgeglichener. Und ich glaube, deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht so als ungewöhnlich empfunden, dass ich als Frau da jetzt mit in dem Studiengang bin, weil es waren ja relativ viele andere jetzt eigentlich auch noch mit dabei. Und man hatte jetzt auch meistens nicht das Gefühl, dass man da irgendwie
benachteiligt wird oder irgendwie besonders behandelt wird. Also es gab mal einen Dozenten oder 2, die waren halt, ja gut, ein bisschen oldschool, sag ich mal, aber ansonsten war es eigentlich relativ normal, würde ich sagen. Ähm, also aktuell ist es noch ziemlich kompliziert, würde ich sagen, aber es hängt, glaube ich, auch nicht damit zusammen, dass ich eine Frau bin, sondern einfach, dass ich halt auch sehr neu in dem Bereich bin. Aber ansonsten muss ich sagen, dass ich überrascht bin, dass jetzt nicht irgendwie öfter blöde Kommentare oder sowas kommen. Ich hatte mir halt im Vorhinein so ein klein bisschen Sorgen gemacht, dass wenn du dann vielleicht irgendwie Leuten hilfst und das ist dann irgendwie ein älterer Mann und der sagt so: „Hö, aber eine Frau, die kann mir ja eigentlich gar nicht, ich will mit einem Mann reden“, so nach dem Motto. Bin ich doch überrascht, also sehr positiv überrascht, dass das bisher gar nicht der Fall war, sondern dass da alle eigentlich sehr freundlich einen aufgenommen haben. Also bisher muss ich wirklich sagen, mir gefällt's, dass ich Leuten helfe. Das klingt jetzt sehr langweilig, aber weil man jetzt ich hatte ja vorher erzählt, ich habe so 'n bisschen Webentwicklung mitgemacht und so. Und egal wie gut das ist, was du da machst, am Ende des Tages, du hast ja nicht wirklich irgendwie was bei der Informatik in der Hand so. So klar, vielleicht 'ne Webseite, aber die wird in 'n paar Jahren auch wieder erneuert, da hast du irgendwie auch nicht mehr so viel von. Ähm, und jetzt bei der Arbeit finde ich's halt schön, du hilfst halt Leuten, die tatsächlich irgendwie was leisten, so. Das ist nicht alles nur in diesem ganzen Informatikkreis, wo das dann was Gutes ist, sondern du hilfst halt, sage ich mal, dem einfachen Mann so 'n bisschen. Das finde ich halt dann sehr schön daran. Ja, also da würde ich auch wieder auf meine Kommilitorinnen zurückgreifen, sage ich mal. Halt insofern, bevor ich die Arbeit jetzt als ich grad mal so das Angebot bekommen hatte und so was, war ich mir halt auch noch super unsicher, weil da hatte ich halt gehört: „Okay, du bist dann erst mal so bisschen nicht auf dich allein gestellt“, aber ich bin ja jetzt hier, vor Ort die einzige IT-Person, und hatte mir halt sehr Sorgen gemacht, ob ich das überhaupt schaffen kann. Und da war's halt sehr schön, dass dann die Kommilitonin halt auch so 'n bisschen meinte so: „Ne, mach dir keine Sorgen, das ist schon alles in Ordnung.“ Und ich hatte dann halt auch bei denen gesehen, also eine ist jetzt relativ hoch, sage ich mal, direkt eingestellt worden, und muss halt auch direkt so Schulungen und was weiß ich machen und muss richtig immer große Entscheidungen, wichtige Entscheidungen in ihrem Unternehmen treffen. Und das zu sehen, dass sie das hinbekommt, hat mich irgendwie auch so 'n bisschen beruhigt, so, weil wenn die das hinbekommt, dann sollte ich das ja auch irgendwie lernen können. Es hängt halt so 'n bisschen davon ab, was man genau macht. Also klar, es gibt jetzt dieses, ich sage mal, trockene Programmieren, aber es gibt halt auch, wie bei mir jetzt, ich muss ja tagtäglich mich mit Leuten unterhalten, denen irgendwie helfen. Das sind dann natürlich so 'n paar gewisse Kommunikationsfähigkeiten wichtig. Allgemein in dem ganzen Bereich ist so 'n logisches Denken halt sehr vorteilhaft und vor allem, dass man halt sehr bereit ist, neue Sachen zu lernen, weil dieses ganze Informatikthema, das entwickelt sich halt so schnell weiter und wenn man dann nicht gefühlt jede Woche irgendwie neu was dazulernt, dann kommt man halt irgendwann mal einfach nicht mehr hinterher. Ansonsten würde ich auch sagen, dass es, wenn man zum Beispiel sagt, man geht so ein bisschen in die Webentwicklung, kann es ganz gut sein, wenn man kreativ ist. Da gibt es zwar theoretisch jetzt, die Designer, die dann so ein Design dir vorgeben, aber da ist ja dann auch natürlich so ein bisschen wichtig zu überlegen: „Okay, wie setze ich jetzt was um oder ist das vielleicht, was die mir gegeben haben, gar nicht so möglich?“ Man kann ja auch meiner Erfahrung nach dann Verbesserungsvorschläge als Entwickler tatsächlich mit, zurückgeben. Ja, hängt halt so ein bisschen davon ab im Endeffekt, was man dann genau machen möchte. Ratschlag ist es jetzt weniger, aber tatsächlich würde ich es insofern jungen Mädels empfehlen, weil es halt meiner Meinung nach deutlich einfacher ist als andere Studiengänge und so was, würde ich sagen. Informatik ist halt sehr viel logisches Denken auch und viele Sachen kann man sich tatsächlich überraschend einfach irgendwie erschließen, wie die zusammenhängen. Wenn ich mir jetzt das im Gegensatz zu irgendwelchen Wirtschaftsfächern angucke, wo du dann halt riesig viele Klopper auswendig lernen musst, ähm, würde ich halt das quasi so meinem jüngeren Ich oder so auch sagen: „Ja, mach deswegen Informatik“, weil das halt dahingehend einfacher ist. Ja, und ich würde, glaube ich, auch jungen Mädels sagen, dass Informatik jetzt nicht nur
dieses Trockene aus dem Informatikunterricht sein muss, weil ich glaube, das schreckt da auch ganz schön viele ab, davon irgendwie weiter sich mit den ganzen Themen zu beschäftigen.